Moin Moin, herzlich willkommen und hallo zu einem neuen kleinen Video auf diesem Kanal. Und heute geht es um das Thema Fußball, das ein wenig ins Hintertreffen geraten ist im Vergleich zu den pfiffigen Vieren und aber auch zum Thema Lego. Deswegen heute Fußball das Thema, und zwar genauer gesagt meine Traum-Bundesliga. Ich musste mich nach langen Überlegungen und Kopfzerbrechen entscheiden, welche 18 Vereine ich gerne in meiner Traum-Bundesliga sehen würde. Eine als sehr subjektiv anzusehende Konstellation entstanden, und ich bitte euch, verzeiht mir, falls euer Verein nicht dabei ist. Ich hatte auch meine Probleme, hier 18 Vereine zu nennen. No hate, ist nicht böse gemeint. Ich habe auch nachher noch ein paar Vereine, die ich nennen werde, bei denen ich mich super schwer getan habe. Und ja, das ist einfach meine eigene Erfahrung, beziehungsweise die Vereine, zu denen ich vielleicht auch Bezug habe. Also macht es mir nicht schwierig und seid bitte nicht böse, falls euer Verein nicht dabei ist. Ich fange aber jetzt an. Die Reihenfolge übrigens nicht nach Beliebtheit, sondern alle Vereine haben es verdient, drin zu sein. Und ich sage auch nicht ganz genau, welchen Verein ich hier am meisten sympathisiere, sondern nur, warum sie mit in der Liga dabei sind. Und ich habe mich entschieden, auf jeden Fall Union Berlin mit reinzunehmen. Genau wie es ja auch in Wirklichkeit ist, haben sie es bei mir auch geschafft. Ich finde, die haben ein cooles Stadion mit sehr vielen Stehplätzen, eine super Fanbase, eine Kämpfermannschaft, die hat es verdient, für mich nochmal in meiner Traum-Bundesliga mitzuspielen. Eine zweite Mannschaft, die es ja auch jetzt wahrscheinlich wieder schafft, aufzusteigen, ist der VfB Stuttgart. Auch die haben mit ihrem Umfeld es verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen. Auch hier ein großes und schönes Stadion dabei. Und Stuttgart für mich auf jeden Fall ein Vertreter, der in die Bundesliga gehört. Genau wie dieser Verein hat sich mittlerweile auch etabliert der SC Freiburg. Super sympathisch, Freiburg eine wunderschöne Stadt. Auf jeden Fall eine schöne Auswärtsreise wert, auch das ist mit berücksichtigt worden. Bauen gerade ihr neues Stadion, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. So, kommen wir vielleicht zur ersten Überraschung, denn bei dem Verein sieht es in Wirklichkeit ein bisschen anders aus. 1860 München habe ich dabei, auch ein Traditionsverein, der sich allerdings, wie man sagen muss, schon ein bisschen runtergewirtschaftet hat. Aber die Fans sind immer noch da und auch das ist eine Reise wert. 1860 bei mir wieder dabei und kann an die guten alten Zeiten dort anschließen. Ebenfalls dieser Verein könnte bei mir in meiner Liga an die guten alten Zeiten anschließen, nämlich der VfL Bochum. Bochum, ich komme aus dir, so hat es Grönemeyer schon gesungen, und das zu Recht, denn Bochum hat es verdient, dabei zu sein. Schönes Stadion, super Fanbase und allein wegen Darius Wosch früher hier im Startplatz bekommen. Tja, dieser Verein ist wohl der Verein, der am weitesten weg ist von der ersten Liga. Kaiserslautern gerade Insolvenz angemeldet, gerade so, also die dritte Liga wahrscheinlich am halten, und das auch nur, wenn das alles jetzt gut läuft mit dem Verfahren. Mal schauen, was dabei rauskommt, aber ich hätte sie trotzdem gerne in der ersten Liga gesehen, denn die Infrastruktur und das Stadion sind da eigentlich für gegeben, und was kam da für Superspieler aus Kaiserslautern, aber es ist alles schon ein bisschen her. Ich schwelge in Erinnerung und schwelge auch zusammen mit dem ersten FC Kaiserslautern. Rote Teufel, kommt doch bitte zurück. Und wir haben das erste FC schon dabei, und da haben wir noch einen zweiten Verein mit ersten FC, nämlich die Nürnberger. Auch hier ein Traditionsverein, auch hier ein großes Stadion und eine große Fanbase. In Bayern soll es nicht nur die Bayern als Münchner geben, sondern auch die Franken, nämlich den ersten FC Nürnberg. Für mich gehören sie dazu. Und da sind wir schon in Bayern, dann nehme ich auch den großen FC Bayern dazu. Mag man halten, wie man es meint, auch mit der Sympathie, aber die Bayern gehören trotzdem in die Bundesliga. Und ja, vielleicht gehören sie auch mal 1, 2 Jahre raus, aber dann gehören sie wieder rein, denn Bayern ist einfach ein guter Vertreter für Deutschland international. Das muss ich leider so sagen, auch wenn ich sie national eher unten ansiedeln würde, aber trotzdem gehört Bayern für mich in die Bundesliga. Und das ganz genauso wie dieser Verein, allein aus historischen Gründen und auch vom Stadion her, Borussia Dortmund, auch bei mir in meiner Traum-Bundesliga dabei. Somit haben wir hier schon die Hälfte der
Startplätze vergeben. So schnell geht das. Wenn Dortmund reingehört, dann brauchen die auch das wohl mit spannendste Spiel in Deutschland, nämlich das Revierderby gegen Schalke 04. Auch die für mich ein Erstligist. Auch wenn sie ganz viele Fehler momentan machen und das spielerisch absolut nicht verdient haben in dieser Saison. Aber insgesamt gehört Schalke durch die Infrastruktur und auch hier durch den großen Fananhang in die Bundesliga. Auch sehr laute Fans und gute Fans hat meines Erachtens nach der erste FC Köln, auch die bei mir vertreten in meiner Liga. Auch eine Reise wert. Vielleicht zu Karneval kann man hier vielleicht ein paar Punkte mitnehmen. Oder auch bei diesem Verein, denn auch dort wird Karneval groß gefeiert, nämlich beim FSV Mainz 05. Somit 12 Plätze vergeben, 6 Vereine kommen noch und es werden ein paar Überraschungen bei sein. Ihr werdet euch wundern. Nicht wundern werdet ihr euch über diesen schwierigen und langen Namen. Allein der muss international dabei sein, damit andere Länder und andere Sprachen hier Mönchengladbach aussprechen. Und Borussia Mönchengladbach hat es auch verdient, mit auf der Liste zu stehen und mit in meiner Traum-Bundesliga. Jetzt, da werden sich die Geister scheiden, aber ich nehme sie rein, weil ich den Verein super sympathisch finde. Und ihr werdet euch wundern, aber für mich soll er rein, allein vom Herzen. VfL Osnabrück. Auch ein Traditionsverein, nicht ganz mit der Infrastruktur wie die anderen Vereine hier aus der Liste, aber ich habe mich für diesen Verein entschieden. Einfach für mich ein sehr cooler Verein und ja, Bremer Brücke, auch dort gab es schon legendäre Spiele und auch gute Spiele. Bei mir sind sie zumindest ein Jahr in meiner Traumbundesliga mit dabei und auch dabei ein Verein, der spielerisch es schwer haben wird, auch in dieser Liga zu bestehen, ist der FC St. Pauli. Aber Kult, St. Pauli und Hamburg, das muss sein. Und zwar nicht nur der FC St. Pauli, sondern auch tatsächlich der Hamburger SV. Der Norden hier bei mir in der Liga stärker vertreten als in der Wirklichkeit, denn hier ist leider momentan, zumindest zum Stand, wo jetzt dieses Video gedreht wird, davon auszugehen, dass nur noch der VfL Wolfsburg den Norden vertritt. Das wäre schrecklich. In meiner Liga tut das nicht. Hier haben wir mehrere Nordvereine dabei. Mit Osnabrück, mit Hamburg, mit St. Pauli und noch mit einem Verein, der auf jeden Fall auch rein muss. Ein Traditionsverein, ein glorreicher Verein, um den es im Moment sehr schlecht steht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Der SV Werder Bremen, auch in meiner Liga vertreten, kriegt den vorletzten Startplatz und darf hier mitspielen. Auch hier Infrastruktur, auch hier große Spiele gehabt, auch hier ein schönes Stadion, Flutlicht an der Weser. Was gibt's Besseres, als dort lang zu spazieren und ja, sich ein schönes Spiel anzugucken. Vielleicht wird es ja noch was. Wir werden abwarten. Werder muss rein und das bleibt hoffentlich auch so. Den letzten Platz, ihr werdet mich vielleicht lynchen, ihr werdet es vielleicht nicht nachvollziehen können, aber ich muss es tun. Er geht an Bayer 04 Leverkusen. Das hat einen familiären Grund, genauer erläutere ich das jetzt nicht. Und ja, bei Bayer scheiden sich natürlich auch die Geister. Es ist nämlich ein Werksverein, wie der Name ja auch schon sagt. Und Bayer hier schon sehr lange am Mitfinanzieren. Und ja, Bayer noch vor Wolfsburg bei mir drin. Und vor anderen Vereinen, wo ihr schon denken werdet, da fehlen doch ein paar. Somit das die 18 Vereine, die ich gerne in meiner Traum-Bundesliga sehen würde. Und ich habe einen Verein vor allen Dingen weggelassen, der auch eine große Fanbase hat. Und das ist dieser hier, der wäre für mich gleich auf Platz 19 gekommen, und zwar Eintracht Frankfurt. Und das hat einen bestimmten Grund, denn die Jungs von Fußball 2000 haben auch so eine Liste erstellt und haben einfach mal Werder Bremen vergessen. Nicht mal darüber geredet, nicht mal in die zweite Liga gepackt, sondern einfach vergessen. Und dann ist mir das aus Versehen auch passiert. Ups. Somit Frankfurt würde vielleicht noch reinrutschen, aber wie gesagt nur 18 Plätze, deswegen bei mir auf Platz 19. Und auch den Karlsruher SC
Den hatte ich schon mit drin, aber dann hat es von den Plätzen leider nicht gereicht, dass die beiden, die für mich aufsteigen würden im nächsten Jahr und dann in meine Traum-Bundesliga rein dürften. Aber sonst spielen dort diese 18 Vereine. Allerdings, und da tat ich mich wirklich schwer, gibt es noch so viele tolle Vereine in Deutschland. Und auch die haben zumindest eine Erwähnung verdient in dem Video, weil bei denen ist es nur knapp gescheitert. Und da haben wir zum Beispiel eine Mannschaft, die auch jetzt wirklich in der Bundesliga spielt. Arminia Bielefeld, bei mir knapp gescheitert. Eine Mannschaft, die ihr wahrscheinlich zu Recht vermissen werdet, aber hat es nicht ganz geschafft für mich. Hertha BSC, Hauptstadtklub, Big City Club. Ja, habe ich mich schwer getan. Ich habe mich für Union entschieden. Es waren nicht genug Plätze. Auch nicht genug Plätze für ein Gründungsmitglied, glaube ich, der Bundesliga nicht, dem NSV Duisburg. Auch hier war es knapp. Genau wie Traditionsvereine wie Rot-Weiß Essen, auch die leider knapp gescheitert, kommen bei mir in die zweite Liga. Darmstadt 98, auch die hatten schon Bundesliga-Erfahrung. Holstein Kiel auch immer wieder am Schnuppern an der Bundesliga. FC Augsburg einfach ein bisschen durchgerutscht und hat nicht ganz gereicht bei mir. Alemannia Aachen sollte erwähnt werden. Auch natürlich super cool, der alte Tivoli. Zumindest wieder zweite Liga, spielt bei mir wieder zweite Liga. Und auch zum Beispiel Vereine mit einer großen Fanbase wie 1. FC Magdeburg, die Fanbase da bei Hansa Rostock und auch Dynamo Dresden. Das alles Vereine, die müssen auch hochspielen, aber es reicht nicht ganz für die 18. Ich habe nur 18 Plätze gehabt. Auch Hannover 96, was haben die nur Infrastruktur? Und jetzt nochmal 3 Herzensvereine von mir, die ich gerne zumindest in der erweiterten Auswahl sehen würde, beziehungsweise dann sozusagen in der zweiten Liga ist. Wieder Nordclubs alles, VfB Lübeck, Kickers Emden, lange ist es her. Und die machen gute Arbeit, da kann man gar nicht sagen. Der SV Meppen. Das insgesamt meine Auswahl und die Vereine, die bei mir in der erweiterten Auswahl sind für die Traum-Bundesliga. Ich hoffe, ihr konntet das zumindest ein wenig nachvollziehen und ich habe hier keinen zu sehr ans Bein gepinkelt. Schreibt doch mal in die Kommentare, falls euch da ein Verein fehlt oder was ihr anders seht oder auch, wo ihr mir vielleicht auch recht gibt. Und dann bedanke ich mich. Vielen Dank fürs lange Aushalten. Es ist ein langes Video geworden. Und ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und schreibt gerne was in die Kommentare. Und ich verabschiede mich mit den Worten: Bis denn.